und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch mal, wie ihr eure Barockmusikstücke viel eleganter spielen könnt, indem ihr eine Kleinigkeit verändert, nämlich beim Spielen bestimmter Oktavsprünge in Stücken von zum Beispiel Georg Philipp Telemann oder Jean-Baptiste Loyer. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, Oktavsprünge in barocken Musikstücken. Was meine ich damit? Welche Stellen sind das, die ihr da anders gestalten könnt, sodass euer Stück eleganter und schöner klingt und dass es auch der barocken Interpretationsweise besser entspricht? Bevor ich jetzt lange rede, spiele ich euch mal ein paar Fragmente aus Stücken von Jean-Baptiste Loyer und Georg Philipp Telemann mit solchen Oktavsprüngen drin. Hört mal rein. Also in diesen Beispielen kam jetzt immer ein Oktavsprung in Achtelnoten, wobei es immer dieselbe Note einmal in Hoch und danach in Tief gab. Und solch eine Stelle könnt ihr total unterschiedlich spielen. Ihr könnt die beiden Achtel gleich spielen, auf die gleiche Art, also in der Länge gleich und in der Artikulation ziemlich gleich. Und jetzt lasse ich euch nochmal ein kurzes Stück hören. Und zwar in 2 Varianten. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr da einen Unterschied hören könnt. Also ich hoffe, ihr seid meiner Meinung, dass die zweite Version etwas eleganter klang, etwas schlanker, etwas schöner. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, woran das lag. Also es dreht sich jetzt hier um den Oktavsprung, diese 2 Achtelnoten jeweils, wo dieselbe Note einmal in Hoch und einmal in Tief kommt. Und falls ihr es jetzt noch nicht hören konntet, dann gebe ich euch mal einen Tipp. Achtet mal auf die zweite der Achtelnoten, also auf die tiefe Oktave, wie die unterschiedlich gespielt ist in den 2 Versionen. Ja, und jetzt ist es euch bestimmt aufgefallen, beim zweiten Mal habe ich die zweite Note, die tiefe Oktavnote, kürzer gemacht, leichter gemacht. Und wenn ihr ganz genau hingehört habt, habt ihr auch vielleicht gemerkt, dass ich die erste Note, die hohe Oktave, schärfer artikuliert habe mit der Zunge und die zweite, die tiefe, erstens mal kürzer gespielt habe, aber auch weicher artikuliert habe. Und jetzt zum Vergleich nochmal die andere Version, die meiner Meinung nach etwas plumper klingt, wo ich die tiefe Note genauso breit oder vielleicht sogar noch betonter spiele.
So, also jetzt denkt ihr vielleicht, ja, die kann doch nicht einfach hier die Noten abkürzen. Wieso kann man jetzt die zweite Achtel plötzlich kürzer spielen? Ja klar, das klingt eleganter, aber ich kann doch nicht einfach eine Note abkürzen. Doch, das könnt ihr, denn in der Barockmusik geht alles nach dem Prinzip schwer und leicht. Und die Barockmusik muss sehr luftig interpretiert werden, gespielt werden und ganz vieles, was man spielt in dieser Musik, steht nicht in den Noten drin. Also das ist das Gemeine jetzt für uns, dass wir keine echten Barockmusiker sind. Das ist ein paar hundert Jahre her, aber damals wusste man eben, dass man niemals lauter Noten nacheinander alle auf die gleiche Art spielt, sondern dass man immer dieses Prinzip von schwer und leicht reinbringt oder auch von betont und unbetont. Und da ist es völlig legitim, wenn ihr einen Notenwert nicht ganz ausspielt. Also wenn ihr zum Beispiel hier die zweite Achtel nicht bis zum Ende blast. Ihr dürft natürlich nicht den Rhythmus verändern, also die Note, die ist eine Achtelnote und die muss auch eine Achtelnote bleiben. Aber anstatt sie zu Ende zu blasen, dürft ihr euch sie zu Ende denken. Und euch stattdessen vorstellen, ihr spielt eine Sechzehntel mit einer Sechzehntel Pause. Das ist also völlig in Ordnung. Warum würde ich das jetzt hier machen? Also man hört ja, es klingt irgendwie eleganter, aber wie lässt sich das denn erklären, dass das so ist hier? Nun, es ist so, die jeweils erste Achtel in unseren Beispielen jetzt, und solche Stellen gibt es zuhauf in barocken Stücken, also vor allem Telemann hat solche Motive gerne eingebaut. Also bei meiner Suche nach Beispielen für euch bin ich ständig auf Telemann gestoßen und ich habe schon so oft Telemann als Beispiel genommen, aber es ist nun mal so, er liebt diese Oktavsprünge. Und da ist es meistens so, dass die zweite Achtel, also die tiefe Oktave, eigentlich nichts Neues hinzufügt. Weder musikalisch, von der Gestaltung her, noch von den Akkorden her, von den Harmonien her, die da drunter liegen, also die zum Beispiel das Cembalo darunter spielt. Das heißt, mit dem jeweils ersten Ton ist eigentlich immer schon alles gesagt und der zweite, nochmal derselbe Ton in Tief, ist nur wie so eine kleine Verzierung noch hinten dran, also dass man statt nur der einen hohen Note in Lang nochmal in die Oktave geht, was einfach interessanter klingt. Aber eigentlich ist das Ziel schon erreicht mit der jeweils ersten Note. Hört euch das ruhig nochmal an. Also die zweite Achtel, die Tiefe, fügt nichts Neues hinzu, sagt eigentlich nichts Interessantes aus. Und wenn ich die jetzt nicht abkürze und nicht leichter spiele und nicht vielleicht auch ein bisschen weicher artikuliere, dann kriegt sie plötzlich eine Wichtigkeit, die eigentlich gar nicht reinpasst. Hört es euch erst nochmal an. Was passiert dann nämlich? Plötzlich erscheint fast die zweite Achtel, die Tiefe, wichtiger als die erste. Dabei ist unsere erste Achtel jeweils auf einer betonten Zählzeit, also auf der 1 zum Beispiel oder auf der 3, und diese Achtel, die tief ist, die Tiefoktave, ist auf der 1 und oder der 2 und oder der 3 und. Und das ist eine unbetonte Zählzeit, gerade in der Barockmusik. Also ist es unlogisch, die zu betonen, und das verstört auch so ein bisschen den Ablauf der Musik, den Fluss der Musik. So, jetzt könnt ihr mal auf die Suche gehen nach solchen Stellen in den Stücken, die ihr spielt. Und da müsst ihr natürlich gucken, es gibt solche Figuren häufig, aber es gibt natürlich auch manchmal Oktavsprünge, die gar nicht diesen Kontext haben, wo einfach nach dem hohen B ein tiefes B kommt und dann geht es ganz anders weiter und das tiefe B gehört vielleicht schon zu dem, was hinten dran kommt. Oder es wechselt auch die Harmonie da. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass jedes Mal, wenn ihr einen Oktavsprung habt, von hoch nach tief, dass das dann so ist. Aber ich denke,
durch die Beispiele hier kriegt ihr so ein Gefühl dafür, welche Art von Stellen ich meine. Und meine Erfahrung mit Schülerinnen und Schülern ist, dass über solche Stellen oft hinweggespielt wird, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und gerade wenn es so Stellen sind, wo dann hinten dran ein Päuschen kommt, dann passiert es erst recht, dass man diese tiefe Achtel irgendwie noch richtig draufdrückt und irgendwie sich darauf abstützt und die wichtig spielt, ohne sich eigentlich bewusst zu sein. Und schon ist es plump geworden. Also ich lasse euch noch mal ein Stück von dem Telemann-Duett hören in F-Dur. Darüber habe ich ja schon 3 Videos gemacht, wo ihr mitspielen konntet und wo wir mal speziell auch über hohe Töne gesprochen hatten, über Bindebögen und eine besonders schwierige Stelle uns vorgeknöpft hatten. Aber hier sind eben auch wunderbare Oktavsprünge und da könnt ihr noch mal hören, erstmal die plumpere Version, wie ich finde, und danach die hoffentlich elegantere Version. So, jetzt macht euch mal an die Arbeit, geht mal auf die Suche nach euren Oktavsprüngen und eurem eleganteren Spiel und dann bin ich gespannt, ob das geklappt hat und ob ihr vielleicht noch Fragen dazu habt oder Anmerkungen, dann schreibt mir sehr gerne hier in die Kommentare unter dem Video und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, verabschiede mich und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!